Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias und heute vergleichen wir den Enyaq iV mit dem Enyaq iV Coupé. Das Coupé wird mir von Škoda Tschechien zur Verfügung gestellt und wir gucken uns jetzt Gemeinsamkeiten und Unterschiede an. Auf geht's! Videos vom Enyaq iV Coupé gibt es ja mittlerweile auch auf YouTube zuhauf. Das Auto selber brauche ich euch also nicht nochmal separat zu zeigen. Klar, die meisten Videos sind mit der RS-Variante gemacht. Ja, vom SUV kommt die RS-Variante auch noch. Aber RS oder 80X, das macht keinen großen Unterschied mehr. Viel spannender sind doch da wirklich die Unterschiede zwischen 280X, SUV und Coupé. Dazu gibt es, glaube ich, noch gar nicht so viele Videos. Ich hätte es vielleicht recherchieren sollen. Dementsprechend mache ich das jetzt hier einfach und gehe mal wirklich auf die wesentlichen Unterschiede ein. Wichtig dabei, zwei Sachen werde ich nicht vergleichen. Und das eine ist das Thema Laden. Einerseits habe ich dafür keine Zeit, denn mir wurde das Auto von Škoda direkt ans Hotel gestellt mit 100% und selbst meine Testfahrt hat es nicht unter 80 gebracht. Und zudem ist das natürlich eine ME3-Software und das eine 0795, also vor ME3. Klar, dass der hier schneller laden wird. Und dementsprechend vergleiche ich in diesem Video auch nicht die Software. Ich glaube auch nicht, dass es Coupé-spezifische Funktionen geben wird, aber es wäre auch nicht fair, eben ME3, nicht ME3. Aber alles andere, das gucken wir uns an und wir beginnen wie immer mit dem Außenbereich. Zwei Enyaq iV. Rechts ein Coupé und links ein normales SUV, beide als Sportline 80X. Und wenn wir sie uns von vorne anschauen, dann sehen wir im Prinzip überhaupt keinen Unterschied. Der silberne, das Coupé, der rote, das SUV, beide haben das Crystal Face, sie sind völlig identisch. Ich habe mir auch bewusst ein Fahrzeug zum Vergleich geben lassen, das, wie ihr hier seht, auch keine Seitensensoren hat. So kann ich nämlich noch ein zweites Video machen. Aber gehen wir zunächst ins Profil. Und wenn wir jetzt mal so hier drüber gucken, kein Unterschied in Sicht. Über die Seitenlinie des Coupés kommt dann die erste große äußerliche Veränderung, nämlich der Heckabschluss. Das sieht man jetzt hier auch ganz schön. Und natürlich, wenn wir rumgehen, das Heck ist anders. Hier seht ihr das vom Coupé. Wobei es natürlich ab der unteren Linie, wo die Scheinwerfer gleich sind, dann viele Ähnlichkeiten gibt. Oder die Stoßstange unten, das schwarze Teil ist auch völlig identisch. Aber eben am Heck haben wir die große Änderung, eben die Coupé-Form. Hier mit, naja, leider dem Scheibenwischer, dem schönen großen Glas im Heck versus dem kleinen Glas beim normalen SUV. Und natürlich, das SUV hat hier hinten diesen Spoiler, das Coupé hat sowas nicht. Klar, das Heck ist die größte Veränderung, doch es gibt natürlich noch eine große und das ist oben auf dem Dach. Hier seht ihr das große Panorama-Glasdach des Coupés. Und hier seht ihr das normale SUV-Dach, aber auch mit dem Schiebedach, was allerdings deutlich kleiner ist. Hier beginnt bereits das Blech. Ansonsten, wenn wir jetzt mal in die Linie gucken, das ist die Linie vom SUV, das ist die Linie vom Coupé. Sie ist völlig identisch. Klar, wer genauer hinguckt, sieht noch kleinere Änderungen. Bis hier ist es noch gleich, aber hier sitzt natürlich bedingt durch die Linie ein viel kleineres Seitenfenster drin als hier. Auch am Heck sieht man noch eine kleine Änderung. Wenn ihr mal darauf achtet, wo die Heckkamera sitzt, die ist hier und beim Coupé, gehen wir mal kurz rüber, sitzt sie deutlich höher. Aber ansonsten habt ihr es mit nahezu völlig identischen Autos zu tun und ich gucke mal, dass ich einfach noch ein paar Eindrücke für euch einfangen kann.
Um den Unterschied in der Form der beiden Fahrzeuge nochmal zu verdeutlichen, guckt man am besten von oben drauf. Und darum gehen wir jetzt auch hier hoch und schauen uns das einfach mal vom Balkon an. Und während natürlich bei den beiden Autos die Frontpartie noch völlig identisch ist, inklusive der Scheiben, wird dann deutlich, wo sie sich unterscheiden. Links beim Coupé das riesige Glasdach, das nahtlos am Kofferraum weitergeführt wird. Rechts das SUV mit dem schon großen Panoramaschiebedach, aber im Verhältnis, wenn man das sieht, wirkt es klein. Und während hinten natürlich beim Coupé das Heck dann schön abfällt, wirkt das SUV obendrauf fast wie so ein Surfbrett mit diesem langen Dachspoiler, der sich nach hinten wegzieht. Eine, finde ich, beeindruckende Perspektive, die sehr schön den Unterschied der beiden zeigt. Machen wir mit dem Innenraum weiter und wie sich die meisten denken können, wir haben eine Sportline, deswegen haben wir natürlich auch innen die gleiche Ausstattung. Ich fange einfach mal hinten an, werden wir jetzt so gut wie keine Unterschiede sehen. Ihr seht jetzt hier den Innenraum vom Coupé. Bewusst auch wieder auf die Kanton-Soundanlage verzichtet, weil das macht es dann mit meinem wieder vergleichbar. Und jetzt gehen wir rüber mal hinten in meinen Enyaq und ihr seht, die sind natürlich völlig identisch im unteren Bereich. Größere Änderungen gibt es natürlich. Beginnen wir diesmal bei meinem. Sehen wir mal nach oben, sehen wir hier das zu öffnende Glasdach und die Heckbeleuchtung sitzt hier. Und natürlich seht ihr hier jetzt recht viel schwarzen Dachhimmel nach hinten. Wenn ihr jetzt natürlich ins Enyaq Coupé schaut, nach oben, dann seht ihr das riesige Panoramadach, das nicht zu öffnen ist. Und das zieht sich halt wirklich bis ganz hinten durch. Und dafür mussten sie natürlich auch die Lampen an eine andere Stelle setzen, damit nach oben dieser Platz ist und man sitzt als Passagier wirklich auch hinten direkt unter diesem gigantischen Glasdach. Auch hier beginne ich im Coupé und ja, wie zu erwarten ist das natürlich auch überhaupt nicht anders. Auch hier im Coupé haben wir exakt das gleiche Innenraumdesign vorne wie beim Enyaq SUV. Das zieht sich wirklich durch alle Elemente. Eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, ist hier unten diese Leiste. Die hat jetzt hier so einen Infoknopf und einen Wartungsknopf. Ich glaube, das hat meiner nicht. Und wir haben natürlich noch eine andere Anpassung hier drin. Die hat aber nichts mit dem Coupé zu tun. Hier ist der berühmte Brillenkasten zum Rausnehmen, da mit irgendeinem Plastikabfall drin. Den könnt ihr hier reinstecken, um eine Brille zu verstauen. Ob das natürlich jetzt unbedingt ein cleverer Ort ist, das sei mal dahingestellt. Ansonsten wirklich keinerlei Überraschung hier im Innenraum. Doch wir gucken trotzdem mal kurz rüber zum SUV. Nichts wie hinein ins SUV und auf den ersten Blick, wenn er nicht rot wäre, würdet ihr jetzt keinen Unterschied sehen. Und es gibt ihn auch nicht wirklich. Das SUV und das Coupé sind im Innenraum durch die Bank weg völlig gleich. Lediglich da unten habe ich halt keine Brillenbox, aber da seht ihr das, der Infoknopf und der Schraubenschlüssel, also der Wartungsknopf oder sonst was, die gibt es nicht. Dafür hat natürlich das Coupé nicht die Bedienung vom Schiebedach. Ja, ansonsten eben im Innenraum wirklich keine nennenswerten Überraschungen, hat aber sicher auch keiner erwartet. Gehen wir zum nächsten Punkt und der hat natürlich schon ein paar Änderungen und das ist hinten Stauen und Laden, der Kofferraum. Unschwer zu erkennen, beide Enyaq-Varianten haben eine ziemlich große Klappe. Die gehen beide wirklich sehr, sehr weit auf, sodass man gut an alles hinten dran kommt. Ich zeige es euch nochmal aus dem anderen Blickwinkel hier. Aber man sieht natürlich auch Unterschiede. So seht ihr zum Beispiel die deutlich niedrigere Ladekante beim SUV im Vergleich zum Coupé. Hier sind wir deutlich höher. Dadurch, dass beide den Transportboden oder das Transportpaket haben, haben sie trotzdem eine ebene Ladefläche. Wobei die hier im SUV sogar noch ein bisschen ebener ist. Hier haben wir so einen kleinen Absatz. Aber was uns natürlich auch direkt auffällt, ist, dass
durch die steile Linie vom SUV da nach oben deutlich mehr möglich ist als hier beim Coupé. Das heißt, ihr verliert natürlich hier hinten etwas Ladevolumen. Škoda sagt, es sind 15 Liter. Ob das so ganz hinkommt, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon. Aber so rein subjektiv wirkt das deutlich kleiner. Dazu allerdings kommt noch eine Besonderheit und das seht ihr hier. Im Coupé haben wir hier auch einen Ladebodeneinsatz und der hat eine komplett andere Form als der im SUV. Der im SUV sieht nämlich so aus. Der ist viel, viel flacher. Er ist vielleicht nur ein Drittel so hoch. Beide sind rausnehmbar. Und was wir auch sehen, das SUV hat hier eine an einer Stelle klappbare, sehr harte Ablage. Und das Coupé hingegen, seht ihr auch hier schon, hat eine deutlich dünnere, an zwei Stellen faltbare Ablage, die, ich weiß nicht, qualitativ auch hier mit diesem eingeschnittenen Loch im Vergleich zu einem richtig schönen Kunststoffgriff irgendwie billig wirkt. Keine Ahnung, ist halt so. Netzpaket und Transporttasche fürs Ladekabel seht ihr bei beiden. Aber auch hier, wenn ihr mal schaut, achtet mal auf den Škoda-Schriftzug. Die Ladetasche hier sitzt deutlich höher drin als hier, woran ihr nochmal seht, die Transportbox, die braucht richtig viel Platz. Letzte große Änderung haben wir natürlich dann hier oben. Hier haben wir eine klassische Hutablage mit solchen Seilchen im Coupé und im SUV haben wir das berühmte Laderollo, das dort nicht verbaut ist. Warum, weiß ich nicht. Ich finde das hier auf jeden Fall schon mal deutlich besser, weil das könnt ihr hier halt rausnehmen und dann hier unten quer reinlegen und dann ist es aus dem Weg. Und beim Coupé mit der Hutablage geht das nicht. Hier ist noch so ein komisches Škoda-Schild drin, da weiß ich nicht, was es ist. Und wer sich fragt, was das hier ist, dieses Teil, das hier ist von innen der Sonnenschutz. Den könnt ihr unter das Glasdach machen. Ja, der ist nicht integriert oder so, der ist hier schön von Hand reinzubauen. Ist, glaube ich, sogar ein Zubehörteil. Jetzt gucken wir uns mal noch den Kofferraum an, wenn der Ladeboden rausgenommen wurde. Einmal leergeräumt. Ich habe die Abdeckung und den Ladeboden entfernt und dann sieht es im Enyaq Coupé wie folgt aus. Ihr habt hier auch wieder diese kleine Styropormulde und jetzt sieht der Kofferraum natürlich drastisch größer aus. Gucken wir rüber zum SUV. Auch hier scheint mir vor allem vorne, hier bei dem ganzen Teil, eine deutlich bessere Verarbeitung vorzuliegen. Und ja, auch hier entschuldigt bitte den ganzen Krempel, aber was man nicht so alles dabei hat, fragt mich nicht, warum ich zwei Kabel dabei habe. Hier ist ja mein bekanntes Helix-Ladekabel drin. Ich habe noch das Škoda eigene und dann hier auch noch eine mobile Wallbox, mache ich mal in einem separaten Video. Alles gestellt, bis auf das Kabel von der Energielösung. Vielen Dank dafür. Aber vergleicht mal. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Zum Glück hat auch er hier jede Menge Verzurrösen an allen Stellen, wo man sie braucht. Kommen wir kurz rüber. Ich habe ja jetzt alles rausgebaut und gucken uns das nochmal im Detail an. Zuerst mal die Styroporboxen, dass ihr wirklich mal den Unterschied seht zwischen den beiden. Die sind komplett anders aufgebaut. Okay, egal, gehen wir rüber. Hier sind noch die beiden Ablagen obendrauf. Und da seht ihr auch noch mal schön den Unterschied in der Qualität. Ich lege die beiden jetzt mal ohne den Zwischenboden rein und dann gucken wir uns das auch noch an. Starten wir diesmal mit dem SUV. Ich habe den Boden reingelegt in der untersten Position von dreien. Normalerweise liegt der ja hier. Es gibt ja noch den ebenen Boden nach oben. Und ihr seht, der passt, sitzt und hält perfekt. Im Coupé sieht das leider nicht ganz so schön aus. Auch hier habe ich den Boden jetzt unten reingelegt und das Problem ist hier diese Befestigungsstelle vom Sitz. Es stößt da vorne an, aber es liegt hinten, wie ihr da sehen könnt, noch nicht bündig drin. Man kann das natürlich so ein bisschen reinfuschen. Jetzt liegt es hinten bündig drin und dann steht es vorne ein bisschen über und man kann es drücken. Aber das geht hier nicht so gut. Ich glaube auch nicht, dass es dafür vorgesehen ist, sondern es ist wirklich vorgesehen, dass ihr immer
diesen Boden drin hat. Alles in allem, Fazit zum Kofferraum. Ich möchte hier definitiv, ganz ehrlich Leute, mein SUV nicht missen. Das ist deutlich multifunktionaler, das hat deutlich mehr Möglichkeiten und ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ich mich fürs SUV und nicht für das Coupé entschieden habe. Wo wir schon dabei sind, gehört jetzt nicht zum Vergleich der Fahrzeuge, aber im Coupé lag auch noch diese Tasche drin. Diese Tasche, das ist die Zubehörladetasche, die wir zum Beispiel in der Schweiz und ich glaube auch in Deutschland kaufen können. Das hier, was ihr hier seht, mit meinem wild gewordenen Spiralladekabel, ist die Skoda-Tasche, die im Transportpaket dabei ist. Das ist die, die da in die Seite reinpasst. In der Schweiz und soweit ich weiß auch in Deutschland kann man die nicht im Zubehör kaufen, nur die da. In Tschechien bekommt ihr die für umgerechnet ungefähr 50 € im Zubehör. Vorteil, Tasche weg, alles bündig. Wenn ihr diese hier, die in der Schweiz 120 Franken kostet, im Zubehör kauft, nein, ich stelle mich nicht ungeschickt an, die passt da einfach nur mit Liebe, Mühe und Not oder auch gar nicht vernünftig hinein. Warum, und das ist meine Frage an Skoda Deutschland oder auch an Skoda Schweiz, kann man diese Tasche in Tschechien im Zubehör kaufen, ohne Transportpaket, aber bei uns nur im Transportpaket bekommen? Das Ding hier ist absolut praktisch. Und wer sich jetzt fragt, was hat Skoda hier reingepackt, hier ist der Skoda eigene Ladeziegel drin. Da seht ihr ihn mit diversen Adaptern oder besser gesagt zweien. Ich habe den nicht, ihr habt ja bei mir gesehen, ich habe so einen Energy Kick. Warum? Der Energy Kick ist A günstiger und B gibt es viel mehr Adapter, aber eben ist nicht Teil dieses Videos. Und die Preise, die Skoda zumindest in der Schweiz für diese Adapterkabel hier aufruft mit knapp 200 Franken, sind viel zu hoch. Von daher habe ich den auch nicht. Die Tasche kann ich auch nicht empfehlen. Die Tasche ist es, die muss es sein, die hilft am meisten. Die geht in den Enyaq perfekt an der Seite rein. Sollte für jeden im Zubehör zu kaufen sein, der nicht das Transportpaket hat. Klar, werfen wir auch noch einen Blick vorne unter die Motorhaube. Auch hier, wir sehen zuerst das Coupé und dann das SUV. Keinerlei Unterschiede. Klar, es sind 280X, die sind völlig gleich gebaut. Den einzigen kleinen Unterschied, den ihr vielleicht bemerkt habt, das ist hier. Warum in der Schweiz hier nicht der einfache Einfüllstutzen drauf ist, sondern nur der Deckel, weiß ich nicht. Der hier, der hat diesen Simply Clever Einfüllstutzen, der 1 € kostet, wenn ihr den im Zubehör hier in Tschechien kauft. Wer den also noch nie gesehen hat, so sieht der aus und das macht er. Zack. Ja, er erleichtert das Einfüllen von Wischwasser, vor allem in Anbetracht ja der Tatsache, dass direkt dahinter die Batterie sitzt. Passiert ja im Normalfall nichts. Aber wenn ihr mal wirklich daneben kleckert, hier bei dem, kann das schon mal ordentlich über die Batterie schwappen. Nein, ihr sollt natürlich nicht nach draußen gucken. Hier spielt die Musik. Testfahrt. Ich habe mir hier einen schönen Rundkurs überlegt, um beide Autos, den Enyaq iV und das Enyaq Coupé, gegeneinander antreten zu lassen. Dann können wir mal gucken, ob die Software 3.0 den Verbrauch wirklich optimiert. Ich bin kein Profifahrer. Ich versuche möglichst gleich mit beiden Autos zu fahren, unter gleichen Bedingungen. Autobahn, Landstraße und durch die Stadt. Ja, hier haben wir ungefähr eine Tour von 1 Stunde. Und dann gucken wir uns am Ende einfach mal die Verbräuche an. Die äußeren Rahmenbedingungen sind heute ziemlich gut für einen Test. Wir haben keinen Wind. Um die 20, 22 Grad. Ich fahre die Tests recht früh morgens. Und beide Enyaqs haben über Nacht vorm Hotel gestanden. Das heißt, die Batterie hat auch in etwa die gleiche Temperatur. Klar wäre der Test im Winter noch schöner, weil die meisten Verbesserungen natürlich für den Winterverbrauch sind und diesen optimieren. Aber wir haben halt jetzt Sommer, also mache ich den Test im Sommer. Die Teststrecke, die ich mir rausgesucht habe, die hat ungefähr 50 Kilometer. Da ist Autobahn drin, Landstraße, Stadt, 30er-Zone, Kurven, Anstiege und Bergabfahrten, das volle Programm. Gefahren werden beide Enyaqs, also mein eigener und das Coupé, im Modus B. Also hier das B. Dann in Normal beim DCC und womöglich mit dem Travel Assist. Ansonsten versuche ich möglichst konstant bei beiden Fahrten die Pedalerie zu bedienen.
Starten wir als erstes mit meinem Enyaq iV. Ihr seht, die Werte sind genullt und gucken einfach mal, wie der Verbrauch ist. Und dann vergleichen wir das Ganze mit dem Coupé. Zurück von der Testfahrt mit dem Enyaq iV. 47 Kilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit war 56, Zeit war 49. Ich habe ein bisschen gebraucht, die GoPro umzubauen. Verbrauch 18,3 Kilowattstunden. Und jetzt bietet sich natürlich perfekt der Vergleich mit dem Enyaq Coupé an. Den Verbrauch im Coupé hier habe ich jetzt auf 0 gesetzt und jetzt geht es auf die Route. Die Route könnt ihr euch hier angucken, nochmal genauer. Ich fahre hier los durch die Stadt auf die Autobahn, ein bisschen hier hinten über Land und dann wieder zurück. Und dann gucken wir uns einfach an, wie die Daten hier aussehen werden. Ich bin zurück von meiner Testfahrt. Ihr seht, knapp 50 Kilometer, 48 Minuten, Durchschnittsgeschwindigkeit 58 und ein Verbrauch von 17,3 Kilowattstunden im Enyaq iV Coupé. Kleiner Einschub an dieser Stelle. Jetzt habe ich doch vor Ort glatt vergessen, das Fazit der Testfahrt zu ziehen. Naja, hole ich das halt hier zu Hause nach. Was wir gesehen haben, ist ein Unterschied von 1 Kilowattstunde auf der Strecke. Ich bin mir sicher, dass ich sie wirklich beide relativ gleich gefahren habe, also das Coupé und das SUV. Und dieser Unterschied, der kommt nicht von der Software ME3 und auch nicht vom Thermomanagement, das damit besser wird, weil bei diesen sommerlichen Konditionen hier vor Ort spielt das überhaupt keine Rolle. Nein, der Unterschied kommt von der Bauform der beiden Fahrzeuge und dem damit einhergehenden anderen CW-Wert. Škoda selbst gibt ihn ja auf die 3. Stelle an. Ich persönlich halt von der 3. Stelle nicht so viel, aber das Coupé hat 0,234 und das SUV hat 0,258. Wenn wir das jetzt ein bisschen großzügiger runden, damit es einfacher wird, reden wir von 0,26 beim SUV und von 0,23 beim Coupé. Und das macht definitiv den Unterschied aus. Dadurch ist einfach das Coupé sparsamer und da merkt man dann halt wirklich, wie wichtig auch eben dieser Luftwiderstandsbeiwert oder kurz CW-Wert ist. Natürlich verändert der sich auch mit der Geschwindigkeit, die ihr fahrt. Also je mehr Luftwiderstand ihr habt, umso mehr kommt natürlich dem Coupé seine Bauform zugut. Kurz zu 2 Dingen, die ich nicht zeige. Das eine ist das Laden, denn dafür ist einfach keine Zeit hier. Ich schaffe es nicht, die Autos leer zu fahren, vor allem nicht das Coupé, das mir Škoda mit 100% hier hingestellt hat. Ich habe es geschafft, jetzt 20% rauszufahren. Mein Programm geht hier gleich auch schon wieder weiter, deshalb Laden kann ich nicht zeigen. Wäre auch nicht fair, denn das Coupé hat logischerweise ME3 drin, meiner nicht. Dementsprechend ist es klar, dass der da schneller laden wird als der. Habt ihr aber in genug Videos ja auch schon gesehen. Und auf der anderen Seite auch kein Softwarevergleich. Auch das wäre nicht fair. Eben, das ist 0795, das ist 0333 oder ME3. Das mache ich in einem eigenen Video. Da vergleiche ich die Software schon miteinander und versuche daraus mal abzuleiten, was wird wohl von dem in den kommen. Deswegen habe ich mir ja auch die gleiche Konfiguration geben lassen. Ist aber nicht Teil dieses Videos, weil das ist ein bisschen umfangreicher mit der Software, mache ich ein eigenes draus. Hier ging es jetzt wirklich mal um den schnellen, direkten Vergleich der beiden Autos. Welcher gefällt dir besser? Das Coupé oder das normale SUV? Hat dir das Video vielleicht bei deiner Entscheidung geholfen, das richtige Auto für dich und deine Bedürfnisse zu finden? Na, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn du gerade schon da bist, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Das ist bekanntlich gratis und für mich ein enormes Zeichen der Wertschätzung. Übrigens, wusstest du, dass nur ca. 20% meiner Zuschauer abonniert haben? Lasst uns diese Zahl hoch auf mindestens 30 bringen. Wenn deine Unterstützung noch ein Stück weitergeht, dann kannst du mir via PayPal, der Link ist unten in der Beschreibung, eine kleine Spende überweisen oder du nutzt das Super Thanks, das ist das Herz mit dem Dollarzeichen unter dem Video. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann hoffe ich, dass wir uns auch im nächsten Video wiedersehen und bis dahin bleib energiegeladen.